Oh, ich habe heute gar keine Motivation. Kommt dir das bekannt vor? Ein Satz, den jeder mindestens einmal gehört, wenn nicht sogar selbst schon gesagt hat. Motivation macht in allen Lebensbereichen einen Unterschied. Sie ist essentiell für Veränderungen oder besser gesagt für unsere Weiterentwicklung. Deshalb ist es wichtig, ihre Funktion, aber vor allem ihren Ursprung zu kennen. Dazu lade ich dich zu einer kleinen Weisheitsgeschichte ein. Es war einmal ein junger Mann, der auf der Suche nach dem Geheimnis von Erfolg war. Er fragte einen weisen Mann: Was ist das Geheimnis von Erfolg? Der Weise antwortete: Das Geheimnis von Erfolg ist Motivation, und diese kommt von deinem brennenden Willen. Wie bekomme ich diesen? Wollte der junge Mann wissen. Der Weise holte einen Eimer Wasser und forderte den jungen Mann auf: Willst du wirklich wissen, woher der brennende Wille kommt? Dann schau ganz tief in den Eimer. Der junge Mann ging mit seinem Kopf direkt über den Eimer. Plötzlich drückte der Weise seinen Kopf mit beiden Händen ins Wasser. Anfangs rührte sich der junge Mann nicht, dann versuchte er, seinen Kopf langsam zu bewegen. Als er das Gefühl hatte zu ersticken, zog er mit aller Kraft seinen Kopf aus dem Wasser. Ganz entsetzt fragte den Weisen, was das sollte. Dieser entgegnete: Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Nichts, meinte der junge Mann. Der Weise antwortete lächelnd: Nein, nein, mein Lieber, du hast sehr viel gelernt. Anfangs hast du versucht, deinen Kopf aus dem Wasser zu ziehen, aber du hast keine Motivation. Später hast du gekämpft, aber deine Motivation war zu gering. Erst am Ende hast du den brennenden Willen gehabt, um dich zu retten, und du hast es geschafft. Diesen brennenden Willen brauchst du zum Erfolg, mein Lieber. Dann kann dich nichts und niemand stoppen. Da ging dem jungen Mann ein Licht auf und er erkannte, was hinter Erfolg steckt. Motivation ist der Motor, der uns antreibt und zum Erfolg bringt. Wenn du eine ausgeprägte Motivation hast, hast du deutlich mehr Energie und Antrieb. Umgekehrt, wenn du wenig Motivation hast, dann hast du wenig Energie, wie die Geschichte uns gezeigt hat. Aber was ist eigentlich Motivation? Und noch wichtiger, wie können wir Motivation aufrechterhalten? Es gibt zwei Arten der Motivation. Intrinsische Motivation von innen und extrinsische Motivation von außen. Wenn du dich am frühen Montagmorgen aus dem Bett quälst und zur Arbeit gehst, obwohl du eigentlich keine Lust hast, tust du es trotzdem. Du willst nicht gefeuert werden. Herzlich willkommen bei extrinsischen Motivation. Bei der extrinsischen Motivation geht es um äußere Anreize oder Einflüsse. Wir handeln dabei nicht aus innerer Überzeugung, Leidenschaft oder Lust, sondern weil wir durch eine Gegenleistung dazu motiviert werden. Äußere Einflüsse kommen von der Außenwelt, wie Freunde, Familie oder Chef, und sind oft finanzieller oder materieller Natur. Die intrinsische Motivation gilt als die stärkste, da der Antrieb in uns selbst erzeugt wird. Die intrinsische Motivation entsteht aus unserem Inneren, aus unseren persönlichen Wünschen, Werten, Leidenschaften und eigenen Zielen. Wir sind nicht auf externe Reize wie Lob, Zuspruch oder Zuschauer angewiesen, sondern handeln aus Selbstmotivation. Das Ergebnis eine höhere Zufriedenheit und starke Leistungen.
Mein Training und ein gesunder Lebensstil sind ein fester Bestandteil in meinem Alltag, um gesund und fit zu bleiben. Je nachdem, wohin du dich bewegen möchtest, unterteilt man Motivation in 2 grundsätzliche Richtungen. Die Hinzu-Motivation. Hier geht es um ein bestimmtes Ziel, das du erreichen möchtest, zum Beispiel Führungsposition oder Idealgewicht. Dein Ziel ist dein Motivator. Die Weg-von-Motivation. Hier geht es um die Flucht aus einer bestimmten Situation, zum Beispiel schlecht bezahlte Arbeit oder toxische Beziehung. Der Wunsch, die Situation zu ändern, ist dein Motivator. Die Hinzu-Motivation ist langlebiger, weil du ein konkretes Ziel hast und nicht nur dein Fluchtinstinkt befriedigt wird. Diese 6 Tipps sorgen für mehr Motivation für dich. Erster Tipp: Was ist dein Antrieb? Um deine Motivation zu steigern, ist es wichtig, deine Motivatoren zu kennen. Was motiviert dich besonders? Suche nach deinen Motivationsquellen in deiner Vergangenheit. Tipp Nummer 2: Wo führt der Weg hin? Ein konkretes Ziel bzw. ein Beweggrund ist das A und O, um deine Motivation aufzubauen und vor allem zu halten. Warum soll ich rennen, wenn ich nicht weiß, wohin? Tipp Nummer 3: Gönn dir was Gutes. Leg dir konkrete Zwischenziele zu, nach deren Erreichen du dich selbst belohnst. Und so schaffst du dir einen Anreiz. Tipp Nummer 4: Verbringe deine Pause in der Natur. Zeit in der Natur hat einen positiven Einfluss auf unser Denken und unseren Geist. Bewegung, die Klänge der Natur, die Farben und das natürliche Licht haben einen positiven Einfluss auf deinen Körper und deine Verhaltensweise. Tipp Nummer 5: Einstellung ist alles. Ersetze bewusst deine negative Einstellung durch eine positive. Nur so bist du gut drauf und motiviert. Letzter Tipp, Tipp Nummer 6. Musik als Motivationsbringer. Das gilt vor allem beim Training. Sie hilft ein wenig abzulenken und die Intensität zu halten und eventuell sogar das Tempo zu steigern. Motivation ist die stärkste menschliche Kraft zum Erfolg. Motivation macht den Unterschied zwischen Menschen. Motivation bringt hervorragende Ergebnisse. Motivation ist der Motor des menschlichen Verhaltens. Motivation findet in uns statt. Alles, was wir brauchen, um uns zu verändern und weiterzuentwickeln, liegt bereits in uns. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, weiterempfehlen. Für mein Video gilt Daumen hoch, für euch Motivation hoch, euer Muad.